Hallo zusammen, heute beschäftigen wir uns mit Insulinresistenz und der Frage, ist Insulinresistenz eigentlich heilbar? Und falls es eine Möglichkeit gibt, wie lange dauert es denn eigentlich, so eine Insulinresistenz in den Griff zu kriegen? Ja, das sind wichtige Fragen zu einem sehr unterschätzten Thema, wie ich finde. Denn bei Insulinresistenz, da kommt meistens ja auch noch ein Gewichtsproblem dazu. Und ja, gerade Insulinresistenz und Bauchfett stehen ja in einem sehr starken Zusammenhang miteinander. Ja, bei Insulinresistenz, da sind wir leider in einer Stoffwechselumgebung, die auf Fetteinlagerung ausgerichtet ist und eben nicht auf Fettloswerden. Und dann müssen wir noch bedenken, Insulinresistenz ist die Vorstufe zum Typ-2-Diabetes. Man muss also leider auch davon ausgehen, wenn sich an den Lebensumständen nichts ändert und eine Insulinresistenz besteht, Lebensumstände, Ernährung und so weiter, dann wird so eine Insulinresistenz früher oder später mit höchster Wahrscheinlichkeit in Richtung Typ-2-Diabetes laufen. Jetzt aber erstmal zur Frage, kann ich Insulinresistenz heilen? Grundsätzlich ist eine Insulinresistenz auch wieder umkehrbar in den grünen Bereich. Unser Körper ist sehr regenerationsfähig und das kommt dir auch bei der Insulinresistenz zugute. In meinem Abnehmprogramm arbeiten wir auch mit dem, den habe ich eingeführt, der sogenannte Insulinresistenzstrahl. Und auf dem können wir eben sehen, wo wir uns befinden im Bereich zwischen gesund, das ist der grüne Bereich, oder Insulinresistenz oder vielleicht noch ein Stück weiter Diabetes. Jetzt kommen wir aber mal zur nächsten spannenden Frage. Wie lange dauert es denn eigentlich, so eine Insulinresistenz zu heilen oder in den Griff zu kriegen? Also das ist unterschiedlich und das hängt auch von vielen verschiedenen Faktoren ab. Unter manchen Umständen, da dauert es eben auch ein bisschen länger und dann kann auch der Eindruck entstehen, so eine Insulinresistenz lässt sich eben nicht mehr drehen. Es ist aber vielmehr auch oft eine Frage der Zeit, bis die Veränderungen, die wir ja im Blutbild ganz deutlich sehen, wir schauen ja auf die Blutzuckerwerte auch beispielsweise, die Insulinwerte, bis die eben dann auch sichtbar werden. Und da muss man eben auch ganz klar entscheiden. Und da müssen wir differenzieren bei den Kriterien. Wie beurteilen wir das Ganze denn? Ob wir uns hier in die richtige Richtung bewegen. Also da haben wir beispielsweise Blutzuckerwerte, HbA1c-Wert, das ist ja auch der Langzeitzuckerwert. Dann spielt auch der Medikamentenbedarf, auch das ist immer wieder so ein guter Indikator. Und dann natürlich ganz klar auch mal die Insulinresistenz selbst messen. Da gibt es ja dann auch verschiedene Wege. Fangen wir mal an mit dem Blutzucker und schauen uns mal die einzelnen Werte genauer an. Also die Blutzuckerwerte lassen sich am schnellsten in den Normalbereich führen. Wenn wir uns nochmal hier die Kriterien vor Augen halten, die sind wirklich am schnellsten in den Normalbereich zu bringen. Manche Menschen leiden auch unter starken Blutzuckerschwankungen, was auch auf einen gestörten Zuckerstoffwechsel hinweist. Und hier sehen wir eine Stabilisierung der Blutzuckerwerte schon relativ schnell. Manchmal ist es schon nach einigen Tagen der Fall oder nach wenigen Wochen, aber spätestens nach wenigen Monaten ist dann schon da auch eine Veränderung sichtbar. Also wir führen in meinem Abnehmprogramm auch ein regelmäßiges Blutzuckerprofil, wenn hier eine Insulinresistenz oder ein Typ-2-Diabetes besteht, sodass wir diese Verbesserungen immer im Blick haben. Gehen wir mal weiter zum HbA1c-Wert, das ist der Langzeitzuckerwert. Beim HbA1c-Wert brauchen wir etwas mehr Geduld. Der Name verrät es schon, das ist unser Langzeitzuckerwert. Hier wirst du nach ein paar Tagen überhaupt keine Verbesserung sehen. Das ist etwas, was sicher ist, das kann ich dir jetzt schon sagen. Erst nach einigen Wochen, eher nach vielen Wochen sehen wir hier Verbesserungen. Der HbA1c-Wert ist ja quasi auch das langfristige Blutzuckergedächtnis der letzten 8 bis 12 Wochen, sagt man. Und ein erhöhter HbA1c-Wert, der entsteht eben durch erhöhte Glucose- oder Blutzuckerwerte. Also so viel mal zu dem Thema, das ist eben sehr, sehr langfristig zu sehen hier. Dann schauen wir mal auf den Medikamentenbedarf und das muss man wirklich sehr individuell sehen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um von der Medikation her etwas runterzugehen. Aber das muss ganz, ganz klar das Ziel sein. Was anderes macht ja gar keinen Sinn.
Also in jedem Fall solltest du hier schrittweise vorgehen und einen Testlauf, ja, ich sag mal von wenigen Tagen erstmal machen. Wichtig ist in jedem Fall, dass du deine Blutzuckerwerte während dieser Testphase gut im Blick hast, ja, damit du vor allem auch Blutzuckerspitzen vermeiden kannst. Ja, das ist ganz wichtig, oder generell Blutzuckerschwankungen vermeiden kannst, starke. Bis der Bedarf an Medikamenten sinkt, also da vergehen schon eher Monate als Wochen. Das kann dann schon wirklich ein bisschen dauern. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, das ist hier die Insulinresistenz. Also die Insulinresistenz entsteht nicht über Nacht. Das entwickelt sich schleichend über Jahre. Ja, viele, viele Jahre, manchmal Jahrzehnte. Und entsprechend müssen wir auch etwas Geduld wenigstens mitbringen. Ja, die Entwicklung sieht meist so aus. Das ist jetzt einfach mal beispielhaft, na, was ich hier dir zeigen möchte. Um eine Einheit an Glucose in die Zellen zu bringen, benötigt der Körper, sagen wir mal, eine Einheit Insulin. Ja? Mit der Zeit ernährt man sich beispielsweise immer schlechter, man wird immer übergewichtiger und jetzt ist es eben so, beispielsweise nach 5 Jahren, da benötigt der Körper schon 3 Einheiten Insulin, um eine Einheit Glucose in die Zellen zu bringen. Ja? Gehen wir noch mal einen Schritt weiter in die Zukunft. Nach 10 Jahren, da braucht der Körper vielleicht schon 5 Einheiten Insulin, um eine Einheit Glucose in die Zellen zu bringen. Ja, und entsprechend lässt sich diese Insulinresistenz, die über viele Jahre schrittweise entsteht, lässt die sich auch nur schrittweise umkehren. Aber entscheidend, sie lässt sich umkehren. Ja, wir können also, wenn wir den Insulinresistenzstrahl wieder haben wollen zum Beispiel, hier ist Insulinresistenz, wir können auch wieder in den grünen Bereich wandern. Am Anfang, manchmal sind diese Verbesserungen vielleicht kaum wahrnehmbar und wir denken uns, Mensch, bei mir klappt es nicht, diese Insulinresistenz wieder in den Griff zu kriegen. Aber das ist manchmal einfach die Anfangsphase, wo es nur ganz schwer sichtbar ist. Ne? Also das ist schon etwas, was sehr, sehr gut in der Regel auch ja, machbar ist oder heilbar ist in dem Sinne. Ja, du siehst also, es hat alles seine Logik, wie eine Insulinresistenz zunächst mal entsteht, beziehungsweise wie die sich auch wieder heilen lässt oder wie die, ich meine, im Endeffekt geht es ja nur darum, die Werte wieder, die Blutwerte wieder in den Normalbereich zu bringen. Ja, und das ist machbar grundsätzlich. In meinem Abnehmprogramm arbeiten wir hier mit ganz natürlichen Ernährungsmaßnahmen. Ja, und dabei achten wir auch stark auf eine stabile Gewichtsabnahme mit einem ganz klar langfristigen Fokus, sodass du dein Gewicht, dein neues Gewicht dann später auch dauerhaft halten kannst. Ganz wichtig. Und exakt diese Gewichtsabnahme unterstützt dich nochmal zusätzlich natürlich, wenn es darum geht, diese Insulinresistenz aufzulösen. Ja, wir nehmen hier nicht irgendwie ab, sondern wir passen die Ernährungsweise bei jedem Teilnehmer oder Teilnehmerin immer wieder zu 100% auf die persönliche Situation an. Und unser Schwerpunkt liegt dann auch ganz klar auf der natürlichen Regulierung des Insulinstoffwechsels. Ja, also wenn du auch abnehmen möchtest und deine gesundheitlichen Parameter verbessern möchtest, ja, dann komm gerne mal in mein kostenloses Strategiegespräch. Einfach mal hier oben draufklicken, schau dir gerne auch noch mal andere Teilnehmerbeispiele an, ja, und dann füllst du einfach kurzes Formular aus und dann sehen wir uns auch schon im unverbindlichen Gespräch und schauen uns deine Situation mal ganz genau an.